Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, von wegen, ja, nächste Woche kommt, was auch immer, weiß ich nicht mehr, aber war halt nix. Ja, ich hatte eigentlich Zeit zum Drehen und Schneiden, aber ich hatte halt keine Lust. Ja, also ich habe mich 12 Jahre lang fast durchgehend zu Dingen gezwungen, auf die ich keinen Bock hatte. Ich hatte einfach keine Energie, das nach der Schule auch noch fortzusetzen. Ja, und irgendwann habe ich mir dann gedacht, das ist doch frustrierend. Ich wollte die ganze Zeit nach der Schule für Videos und Schneiden nutzen, weil ich dann halt endlich Zeit und Energie habe. Und jetzt mache ich es wieder nicht. Ja, und deshalb habe ich eine To-Do-Liste geschrieben und jetzt geht's halt doch. Also Leute, wenn ihr ein Problem habt, schreibt eine Liste. Das ist dann schon die halbe Miete. Dieses Intro war unnötig lang, aber wen interessiert's? Ja, inzwischen ist Himmelfahrt rum und deshalb habe ich meinen Uploadplan über Bord geschmissen, denn wir waren über Himmelfahrt im Allgäu und ich konnte da richtig geile Aufnahmen machen. Ja, am ersten Tag waren wir auf dem Geisalphorn, aber wie die Wanderung aussah, erklärt heute wer anders. Von der Seealpe, von der Nebelhornbahn bis zum Rubihorn zu gehen und von dort aus dann weiter auf dem Grat zum Geizfuß und dann über den oberen Geisalpsee, über den unteren Geisalpsee zur Geisalp-Alpe abzusteigen. Ja, Spoiler, exakt dieser Route sind wir nicht gefolgt, aber das erkläre ich später. Also erstmal ging es dann über Kuhwiesen und durch einen Latschenhagen hoch in die Scharte zwischen Rubihorn und Geisalphorn. Mega toll. Das lässt du das Teil eigentlich? Ja, das wäre ich. Gut. Jetzt auch so. Super, hast du super gemacht. Komm, dann kriegst du. Ina hat schon Hunger. Ja. Kriegt jetzt mal den ersten Erdnussbutter. Erdnussbutter. Auch schon sehr cool. Und du? Ina, hast du dir die Erdnussbutter eingepackt? Ja. Also wenn Papa die rausgelegt hat, habe ich die eingepackt. Die bauen darauf, dass die Touristen das nicht verstehen und einfach nach oben fahren und oben dann alle nachdenken. Ja, das wäre gemein. Und das ist irgendein Enzian. Er sieht aus wie Alpenenzian, aber den gibt es in Deutschland eigentlich gar nicht. Ja, auf jeden Fall ist es Enzian und der ist in den Alpen relativ selten. Steht, glaube ich, auch unter Naturschutz. Sieht man jetzt also nicht so häufig. Und eigentlich wächst er auch viel weiter höher. Und falls sich einer gefragt hat, diese buschartigen Bäume sind Latschen. Gibt auch den Begriff Krüppelkiefern, aber der ist halt ziemlich schwierig, deshalb sage ich lieber Latschen. Der offizielle Begriff ist Bergkiefer. Und Latschen haben die unschöne Angewohnheit, wenig Schatten zu spenden, dafür aber Unmengen an Hitze zu sammeln. In Latschenhängen ist es also meistens ziemlich warm, meistens windstill und eigentlich sind diese Hänge immer brutal steil. Sieht man nachher noch besser. Und deswegen steigt man Latschenhänge auch am besten auf, denn ihr wollt nicht in der Nachmittagshitze einen steilen, unwegsamen Hang runterklettern. Ah, hier ist schon windig. Dann kam ich hier mit Hummel an, dann dachte ich mir auch so, scheiße, ey. Was denn jetzt? Aber hier ist super. Und da waren wir dann in der Scharte angekommen und Leute, schaut euch mal dieses Hochtal an. Das hat, soweit ich weiß, keinen Namen, aber ja, schaut es euch halt einfach an. Das ist ja
dermaßen schön mit dem Geröll, den Schneefeldern, den felsigen Bergen. Also ich finde sowas richtig geil. Mir hätte der Visi-Regenschirm mitnehmen sollen für eure Hochzeit. Und weil man das Tal eben nur zu Fuß erreichen kann, ist es natürlich ein Gemsenparadies. Also diese dunklen Punkte da auf dem Schnee, das sind Gemsen. Und hier kam die erste Planänderung. Links vom Tal seht ihr so abgeschnittenes Rübihorn. Eigentlich wollten wir dorthin und dann ein kleines Stück zurück zum Gratweg, der über das Geisalphorn und den Geißfuß führt. Allerdings ist das Rübihorn zum Instagram-Hotspot mutiert und dementsprechend voll. Und ein paar von uns hatten halt keinen Bock, sich diesen vollen Gipfel zu geben. Wir hatten außerdem Kinder dabei, also war ohnehin klar, dass wir uns trennen und eine Gruppe einen schweren Weg geht und die andere einen leichten. Jetzt haben wir uns halt schon früher getrennt. Die einen sind aus Rübihorn, die anderen über den Grat zum Geisalphorn. Video heißt Geisalphorn, also ist offensichtlich, wo ich mit bin. Jetzt, wenn du ein bisschen Platz machst, dann können wir den jungen Herrn hinter uns vorbeilassen. Wir laufen weiter. Jetzt lass mal Nadine in Ruhe Luft schnappen. Oh, ich hab da oben. Was ist hier nur zu eng, ich hab da den Stau gesehen. Und hier sieht man schön, warum die Route über das Geisalphorn schwerer ist. An der Stelle war ja sogar noch eine Seilsicherung, aber es gab halt auch ungesicherte Stellen, wo man so über die Felsen klettern musste und das sehr schmal war und nebenan ging steil runter. Ja, es gibt auch eine Leiter und wenn man da runterfällt, landet man halt unten bei den Gemsen. Also das ist einfach kein Weg, den man mit Kindern geht. Brauchst du eigentlich die Kopfhalterung? Oh, ist das schön. Guck mal, Nadine, da ist Schnee. Kurz runter und dann Schnee holen. Schneeball, ne? Ja, wir haben aber da drüben noch die Möglichkeit. Ja. Wir laufen an Schnee vorbei, ganz nah. Und das ist der Gipfel vom Geisalphorn. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber bei solchen spektakulär felsigen Bergen ist der Gipfel immer besonders hässlich. Die sind immer arschvoll, haben aber super wenig Platz. In 90% der Fälle ist das Gipfelkreuz beschädigt. Ist jetzt hier nicht der Fall, aber da schon ein Wunder. Und das Gipfelbuch ist halt auch immer anders hässlich. Also, das werdet ihr jetzt sehen. Wir dokumentieren, wie der Nils sich im etwas ramponierten Gipfelbuch verewigt. Ja, will noch wer reinschreiben? Nils war hier. So, will noch jemand reinschreiben? Ich finde das super. Und eigentlich wollten wir noch heute zum Geißfuß, diesem grasbewachsenen Berg da vor uns. Allerdings müsste man dafür ein steiles Kar queren und dann zum oberen Geißalpsee absteigen. Ihr seht dieses Kar da links und wie man sieht, liegt da ordentlich Schnee drin. Das Problem: an Himmelfahrt sind die Schneefelder meistens angetaut oder verharscht. Harsch entsteht, wenn der Schnee tagsüber antaut und dann nachts wieder gefriert. Sowohl angetauter als auch verharschter Schnee ist sehr rutschig und das ist beim Queren eines steilen Kars halt nicht so geil. Wenn du da einmal anfängst zu rutschen, dann kann die Bergwacht deine Überreste unten am See bergen. Ja, da man von außen nicht sehen kann, ob Rutschgefahr besteht und nicht alle von uns kröteln, das sind Schneeketten für die Schuhe und geeignetes Schuhwerk dabei hatten, sind wir direkt zum oberen Geißalpsee abgestiegen. Dadurch konnten wir jetzt zwar nicht auf den Geißfuß, weil wir davor links runter mussten, aber es ist halt auch keiner gestorben. Darf ich da jetzt klettern? Nein. Ja. An sich, mein erster Gedanke, Nils, war auch, wir müssen eigentlich nur das Stück schaffen und dann können wir im Schnee runterlaufen. Aber willst du da im Schnee runtergehen? An den Gedanken nach. Also ich würde sofort machen.
Nee, ich schaff das. Wir bringen den immer Vorräte und schmeißen die so runter. Ja, vielleicht so in einer Stunde oder so. Die steile, ja, das schaffe ich, die Steigung. Hier, das ist doch viel besser. Aber die Enge, das sieht ganz geil aus. Das wäre ein Traumhang. Ist ja langweilig. Da, fertig, Lini. Weil da unten auf der Schulter die Seealpe und das Skigebiet liegen, sind hier oben Lawinengitter, die halt so lose Schneebretter abfangen sollen. Und mir ist zum ersten Mal aufgefallen, wie riesig die Dinger sind. Also sonst sieht man die halt immer nur so aus der Ferne oder von oben aus dem Lift und da sehen die halt viel kleiner aus. Da dort drüben. Mit Bergen im Hintergrund und Steilhang vom Kleines Angeber. Also von da. Da muss dann aber auch so. Damit man wenigstens noch die coole Mitte hat. Jawoll. Kriegen wir aber noch einen Schneefoto hin? Da unten geht Schnee lang. Ich glaube, der Weg geht da unten. Ah nee, müsstest du ein bisschen runterlaufen zum Schnee. Sonst machen wir mal nicht. Bleib stehen. Und hier sieht man halt schön das Risiko von Schneefeldern. Ich meine, wir sind da ja nur kleine Stücke gequert. Es war nicht verharscht und auch nicht steil und trotzdem rutschig. Also das Kart zu queren wäre definitiv nicht lustig gewesen. Außerdem sind meine Schuhe gar nicht für Schnee ausgelegt und wer will schon kalte Füße und Schnee im Schuh, ne? Und hier sehen Sie, warum man nicht Schneefelder runterrutscht. Also man kann es halt schon, aber das kostet den Wanderstock dann halt das Leben, ne? Ja, der ist im Schnee stecken geblieben, wurde in einem ungünstigen Winkel belastet und jetzt ist halt abgebrochen. Die Wahrscheinlichkeit zu brechen ist bei zusammenklappbaren Stöckern auch höher, weil die in sich mehr wackeln und die dünnen Klappelemente folglich schneller in einem ungünstigen Winkel belastet werden können. Deshalb habe ich jetzt auch Stöcke zum Ausfahren. Und das da ist einer der letzten Überreste des Gletscher, der hier mal drin lag, der obere Geisalpsee. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man auf dem Geröllfeld oberhalb des Sees auch den Weg, den wir runtergekommen wären, wenn wir das Kar gequert hätten. Eh nicht, was? Und hier ist mitten am Berg einfach eine random Hausruine. Keine Ahnung, was genau das war. Allerdings ist weiter drüben eine unbewirtete Alpe, die relativ neu aussieht. Also vielleicht haben die ein neues Haus gebaut, die Alpe dorthin verlegt und die alten Fundamente dann einfach da stehen lassen. Und das ist der untere Geisalpsee. Ab da wurde es leider dann sehr voll, weil der schon schön, aber auch relativ leicht zu erreichen und deshalb auch so ein Instagram-Hotspot wie das Rubihorn ist. An der Wand da hoch und wieder runter und dann. Und weg ist er. Er schützt ab. Aber allgemein das Profil unten im Wasserfall zu stehen. Die sind ja da oben angeleint, weil sie ja Danke. zugekommen wird nicht spontan. Wir haben beim Abstieg dann noch eine Pause an der unteren Richtersalpe gemacht und weil ich von der Höhensonne dermaßen Sonnenbrand hatte, hat Nils mir dann ein Shirt, das er eh nicht getragen hat, geliehen. Und dieser Sonnenbrand ist so eskaliert, Leute. Die nächsten Tage hat es sich durchgehend so angefühlt, als wären meine Arme gehäutet worden und später hat sich die gesamte Haut von der Schulter bis zum Unterarm geschält. Jetzt ist es aber wieder verheilt. Da hat er ja definiert, dass er da Das ist richtig märchenhaft hier.
Ja, also die Sonne und die Hitze heute, das war schon knackig. Hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet zur Himmelfahrt. Ja, eigentlich ist so Himmelfahrt eher immer kühler, ne? Und falls mal wieder einer meint, Skibetrieb würde die Natur zerstören, das ist die Talabfahrt vom Skigebiet. Leute, das Ökosystem am Berg ist es gewohnt, dass es von Schnee bedeckt ist. Dem tut der Kunstschnee nichts. Und solche Schneisen entstehen auch auf natürlichem Weg, zum Beispiel durch Erdrutsche. Und die Liftanlagen schaden der Flora auch nicht, weil die relativ punktuell sind. Und die Tiere würden das Skigebiet ohnehin tagsüber meiden, völlig egal, ob da jetzt eine Piste, eine Skitourenroute oder ein Wanderweg ist. Die sind nachts in diesen Arealen und ziehen sich tagsüber in unzugängliche und geschützte Gebiete zurück. Deswegen ist es in vielen Skigebieten auch verboten, in bestimmten Bereichen neben der Piste zu fahren. Und das war's dann mit Tag 1. Wanderung war sehr lang, aber auch sehr schön. Auch wenn man am Ende relativ lange zum Parkplatz zurücklaufen musste, aber das hat nicht gestört. Ja, und das war's nicht nur mit Tag 1, sondern auch mit diesem Video. Eigentlich sollte nächste Woche Teil 2 kommen, zumindest wenn ich mich an einen Uploadplan halte. Ja, das war's dann auch wirklich mit dem Video, bis auf die Outtakes halt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Kommentar oder Abo oder alles davon da. Und bis zum nächsten Mal. Da muss man reinzoomen hier. Nein, das ist ein Feld. An Himmelfahrt sind die Schneefelder meistens schon angetaut und dann... An Himmelfahrt sind die Schneefelder meistens schon angetaut und dann entweder angetaut oder verharscht. Das macht keinen Sinn. So macht Sinn. Weil der schon schön, aber auch relativ leicht zu erreichen ist und solche Schneisen entstehen auf natürlichem Wege. Solche Schneisen entstehen auch auf natürlichem Wege. Sonst klingt das unwahr. Okay. Und die Tiere würden das Skigebiet ohnehin tagsüber meiden, völlig egal, ob da jetzt eine Piste, eine Skitour oder ein Wanderweg ist. Eine Skitourroute. Eine Skitour, was ist das? Degen. Eine Menge Geißalb.